discrepancy detected nearby. Warum redet er Englisch? Also keine Anleitung an Check bei TheOuterWorlds. This footprint stands out from the normally spotless so floor of the grand Okay. ballroom. Typically, the ballroom is cleaned twice daily, which means this must have been made by either Helen or her assailant or assailants. Deskriptionsverstärker entsprechen diese Fußabdrücke, welchen Daten, zu denen du Zugang hast. Footprint is a tailor-made 8.75, suggesting that its owner was very particular about their shoe size. It is also the exact size that Halcyon Helen typically prefers. There are traces of dirt throughout the footprint. Shit. La la la. La la. Du bist ein Scheißroboter, halt die Fresse. Wie können wir denn unsere Wahrnehmung verbessern? Handfeuerwaffen, Langwaffen, wäre Waffen. Wir bräuchten jetzt, was unsere Gadget-Fähigkeiten steigert. Körperattribute. Nö. 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 Sowieso nicht. Nö. Auch nicht. Auch nicht. Ach. Nö. Auch ne. Und ist was? Nein. Nein. Nö. Ich habe ein blödes Gefühl. Oh. Discrepancy detected nearby. This foot tip. Hatte man schon? Excellent observation, Inspector. The following compounds have been detected. Purpleberry residue, nitrogen-rich fertilizer, common grass. Grass, fertilizer, and purpleberries can all be found in the purpleberry orchards, located not far from the Grand Colonio. Also muss Helen von ihrem Tod den Obstgärtner besucht haben. This deduction appears sound. Good work, Inspector. I had a feeling we'd make some progress once we brought you onto the case. You'll need Dankeschön. Administrator Ludovico to grant you access to the orchards. Contact him through the secure access Natürlich. terminal in your penthouse suite. Natürlich. Check in with the concierge. Your room should be ready by now. If it isn't, I may have to go shake someone by the collar. Das nicht vorhandene Level 37. In den Beschreibungen findet ihr jemand dafür. Dankeschön. Mir ist es eingefallen, ich muss vielleicht kurz meinen Kopfhörer wechseln. Funktioniert nach, aber ich will ihn verschieden schätzen. Deswegen Sekunde bitte. Okay, da bin ich schon wieder. Das ist so, wie ich dachte, aber ich habe was anderes gemacht. Captain, please show a little respect. Kann man nochmal laden? Meine Fresse, ja, okay. Muss ja kurz was dabei hat. So, nun. Kümmern wir uns erstmal darum. Untersuche den Pool. Wird gemacht. So, mitkommen. I knew I should have gotten her autograph when I had the chance. This body has not been disposed of in a board-approved waste receptacle. Printing citation ticket 9554-PK. Da ist der, okay. Ja, finde ich auch gut. Reinigungsbotschan. So, wir gehen jetzt noch mal kurz raus. Halt, wartet mal. Wir untersuchen hier doch mal kurz das Hütte. I did not read about this kind of treatment in the service agreement papers. Mr. Kincannon really knows how to run a hotel.
Aha, die Tür ist verschlossen, verdächtig. Müssen wir inspizieren. We should try to solve the puzzle. Erstmal hier das Erdgeschoss inspizieren. Aha. Mhm. Hotelgast muss umgebracht werden. Was ist mit Ihnen? How may I be of assistance? Weiß ich nicht. Wollt ihr nachfragen, ob mein Zimmer mittlerweile bereit ist? Ah, yes. We are most pleased to offer you our grandest of grand accommodations, Inspector. Ja. The penthouse suite on our topmost floor is now available for you. Ja. Okay. The last guest left her belongings behind when she vacated unexpectedly, so we needed a little time to tidy the suite Wo up for sind you. die Sachen von ihr? Simply call the elevator in the lobby, and our highly skilled operator will deliver you to your private floor with efficiency and cheer. My apologies, Inspector, but that would be a severe violation of guest privacy. We here at the Grand Colonial firmly believe that... All right, my supervisor just walked out of earshot. Some folks just don't understand the importance of gossip. About whom? And what would you wish to know? Ist Herz an Helen von ihrem Tod etwas aufgefallen? You know, out of everyone here, I probably knew the least about Helen. I'm not much of an Aetherwave watcher myself. And Helen always had a crowd of admirers chasing her, you see. So she rarely stopped to chat. Friendly enough, surely, but always seemed untouchable. Emphasis on seemed. Everyone wanted to be around Helen. She could usually be seen alongside Bertie or Woolrich, for obvious reasons. You know... Now that you mention it, she was usually calm and collected, but every so often I'd see her looking all wild-eyed and intense. It seemed as if she was determined about something. Or maybe she was just hungry. That woman ordered a lot of food. Maybe show business gives you a faster metabolism. Ja, ganz komisch, da war irgendwas. Ich hatte Blackhole, Birdie ist ja hier auch untergekommen. Ah, Bertie. Is he bigger than he is dumb, or dumber than he is big? I've a bet with a friend. Not sure we'll ever get it to pay out. Bertie used to be Helen's beau, though he isn't anymore, and not just because she's dead. If I had 1,000,000 bits, I'd spend everyone just to learn what caused their split. Helens Co-Star Woolrich, hat das einen Grund? Hat er einen Grund, sie tot sehen zu wollen? If looks could kill, he'd have put her in the ground 10 times over. Man's clearly jealous of her success compared to his. See, I'd bet we're the only two people thinking about him in all of Eridanos. And I only am because you mentioned his name. If you leave woolly cow milk out, it turns to curds. Leave the curds out, they begin to get stale, then rot. Woolridge is on his way to the trash bin, and everyone knows it. Either he's in denial, or he knew Helen would be checking out soon, judging by his increasing demands for a room upgrade. Das war mir vorerst genug Klatsch und Tratsch. That's a shame, Inspector. What if I wanted to know a little about you? Ich bin freischaffender Kapitän, ich verändere die Kolonie. Ein hochriskanter Einsatz nach dem anderen. Lass meinen Ruf gern für mich sprechen. Je weniger Leute über mich wissen, desto besser, dann würde ich sagen, Pech gehabt. A woman of mystery, are you? Consider me intrigued. Das Grand Colonio ist auf jeden Fall interessant. It certainly is a marvel of modern ingenuity, luxury, and ambition. Please, allow me to answer any curiosities you might have about our building and the amenities on offer. Was hat das Penthouse denn zu bieten? Twice the size of the next biggest room, and kitted out with any amenity you want, as well as many that you won't. Best to enjoy it while you can, Inspector. Typically, the only people who can afford the penthouse suite have enough bits to suffocate everyone on Terra 2. Also, please inform me if Woolridge gives you a hard time about getting a better room than his. Don't tell him I said this, but everyone on staff wants to strangle him. Ist in der Prozentage etwas Besonderes? Most certainly. All the important folks can be found in the utmost parts of the hotel. You can hardly walk 3 feet without bumping into a tossball grate or a bored exec. Though maybe don't bump into them. Could be harmful to your health.
Es scheint kaum wer über die untere Etage selbst zu sprechen. Wieso? Who would be interested in a staff-only area? Most folks never ask about the sewers beneath Arizo's plant, either. Du kannst mir nicht ernsthaft sagen, es gäbe nichts Interessantes in einer ganzen Hälfte des Hotels? Of interest to your investigation? Well, I suppose there is that one door we're not supposed to open. But I'm sorry, Inspector, I'm not authorized to grant you access to any staff sections of the hotel. You'll have to find a way in on your own. Ich schätze, du zählst dich nicht zu den anderen Arbeitern. Oh no, Inspector, ma'am. I live down there too. But that doesn't mean I plan to abide in the bowels of the Grand Colonial forever. The best thing about Sublight compared to other organizations is the potential for upward mobility. We bottom rungers get in, do our job, do it well, then move up and on. This is but one rung on the grand ladder of life, you see? Klare Worte. Schön, dann besprechen wir das in einem Hotel. Reale. Of course, your interest is my pleasure, as dictated by Mr. Kincannon, Inspector. If you're sure. Ja. Gut. So, wir speichern das mal. Wo geht's hier rein? Ich muss ja, ne? Blutzucht. Aha. Aha. Timeline discrepancy detected nearby. Was ist Piep Piep detected? Der Kopf von Brobush 2000 im vorletzten Akt von Titus Androidos von seinem Schultern gerissen wurde. Kurzsichtiger Agage dünkte durch Halcyon, der nicht wie eine Wüstenei von Dissidenten voll, die nur durch die Wachsamkeit unserer Bürger gefasst werden können. Jedwedes verdächtige Verhalten musste der örtlichen Gendarmerie Gendarmerie gemeldet werden. Okay, interessantes Wort. Hat die keiner beschwert. Mir fällt aber was anderes ein. How awful! I left my phone in there. Ups! Muss inspiziert werden. Hört! Halcyon Herren stellt Resource Spectrum Brown vor, Entwurf 3. Ich habe Halcyon Herren und mit der größten Freude heiße ich so viele wichtige und wohlhabende Gäste zur Enthüllung von hier ausreichend Gravitas Resource Spectrum Brown willkommen. Dachtet ihr, mit Spectrum Black wäre schon der Gipfel der Qualität erreicht? Keineswegs, jetzt können eure Geschmacksknospen neu erblühen mit dem wunderbaren Spectrum Brown. Gerade bei der sanften Note von irgendwas gut Klingendes ist im Prinzip egal, merkt man, dass Resource mit ihren neuesten Getränken größten Wert auf Qualität legt. Brown enthält zudem eine geheime Zutat, die es in keinem anderen Getränk gibt. Mit jedem erfrischenden Schluck werden auch die Augen vor Freude aufgehen. Vielleicht hat das ja etwas mit, was sagen wir hier, das ist ein Wurm in der Flasche, dem ungewöhnlichen kleinen i-Tüpfelchen am Boden der Flasche zu tun. Vielen Dank, dass ihr alle zu dieser Enthüllung kommen konntet. Ich danke euch, Resource, die mich hier sprechen lassen haben, und denkt daran, er trinkt den braunen Kartoffelsaft. Er macht dich froh, er bringt dir Kraft. Wir sind erstmal raus. Jetzt kommen wir uns erstmal um die wichtigen Aufgaben. Ja, sie haben gestorben. Scheiß doch drauf. Jetzt erstmal schauen, was hier eigentlich abgeht. Apropos. Punkte kriegen wir normal.
So viel ich weiß, aber anders Zeug. Kann sein, was halt blöd sein kann, dass wir jetzt halt schneller leveln. Muss ich dazu sagen. Könnte sein. Weil eigentlich ja das Spiel dafür ist. You know, I never imagined Spencer Woolrich without Ah ja. being healthy on Hellas. Spitziere hier alles. Okay, ja. Did you hear that someone tore one of the doors to the dining? Es sieht aus, als hätte mit Reeses eine geradlinige Aufgabe gestellt. Slug hat einen automatischen Mixer für den Poolreiniger. Man sollte meinen, automatisch würde bedeuten, dass ich nichts daran machen muss, aber ich bin ja schon froh, dass es überhaupt funktioniert. Anweisung: Mische die Chemikalien durch Aktivierung der Bottiche deiner Stelle, einen Verbundmix in der Konsole, sobald die gewünschte Kombination eingestellt ist nicht gerade Terraform-Bau, aber egal wie simpel die Dinge sind, irgendwer schafft es doch, sie zu vermasseln. Gut, dass ich schon so lange im Geschäft bin. Ich werde es mir mal aus Foto machen kurz. So. Chemikalien, Chlorosol, Salzsäure, brominierende Oxylator, Wasserfarbe blau, schaumförmig in Schäumer orange. Irgendwann auf die Idee gekommen, die Chemikalien zusammen zu lagern. Ein paar Kombinationen würden den Pool lebensfreundlicher machen als die Schwefelgruben von Monarch. Natürlich haben sie deshalb einen Profi angeheuert. Unter dem Eintrag steht noch eine Notiz in anderer Handschrift. An Gewinn interessiert, Freischaffende, die das hier lesen, sollten mich auf Hotelbalkon treffen. Ich biete hier eine Geschäftsgelegenheit. Ah ja. Achso, das sind wir ja schon. Chlorophyll rot. Bottich 1 ansehen. Oxylator, Wasserfarbe ist blau, das ist das. Chemikalien mischen, zurück. Poolreiniger Wasserfarbe, 422 blau, plus Chlorosol, plus Schaumfilm, in Schäumer. Ah, so ist das. Zwei sollte aber Salzsäure sein, ne? Oxylator ist gelb. Okay, schon mal falsch. Chlorosol müsste rot sein hier. Dann Salzsäure hier. Okay. Ach so, jetzt kapiert. Wasserfarbe blau.
Asyl. Und schaumförmige Entscheimer. Aha. Das ist 1. Drei wissen wir. 2. Salzsäure, warte mal, was stand da? Schaumfärbiger Schäumer. Orange. Müsste das jetzt sein, ne? Ja. Brauchen wir Wasserfarbe und Chlorophyll. Ist jetzt zur Stimme. Warte mal. Das war Salzsäure, ne? Welche Farbe soll das haben, das Chlorozeug? Rot. Ja, ist mit Stimme. Ich bin den Verfasser oder den Verfasser? Ach du Schande, dahinter jetzt. Haben wir aber noch Umschauer? So eine richtige Mischer hat. Schlimm. Reminder, if you let your SAM unit be eaten by wildlife, it voids the warranty. Mal da durchgucken. Sind schon ziemlich hoch, ne? Tagesbericht Saltuna-Filter aller Helen. Salat. Tropicala mit P-freien Nüssen und irgendeinem Really Scheiß. is. I'm thinking of reserving a wilderness safari. Wear a fancy hat, fire Hotelgast, a Hotelgast, rifle, murder some Hotelgast. wildlife, you know. It could be quite scintillating. So, unsere Aufgaben sind jetzt. Die Lösung liegt in der Hand. Jetzt muss sie nur noch einen Poolfilter einfüllen. Sprich den Verfasser oder Verfasserin der geheimnisvollen Nachricht. Versuche den Pool. Junge. Oh, das ist ein Gebäude. Wir speichern das mal. Ich hätte auch wohl die Reife gibt es halt, aber es war nur wichtig, dass wir die richtige Mische haben. Wo geht's denn hier lang? Wer bist denn du? So, erstmal reparieren. Tüfteln. 17.000, da legst mir Marsch. 5.000. Ah, das ist schon interessant. Das kann man noch machen. Achso, wenn wir da irgendwas installieren, geht's da runter, stimmt. Entering quiet mode. Yep. Was ist denn eine Slugschlägerkarte?
Lagerraum. Versiegelt. Okay. Hätte leider keine dabei. Das kann man nicht mitnehmen. Schade. Das wird Diebstahl, verstehe ich jetzt nicht. Manchmal ganz komisch, was Diebstahl ist und was nicht. So, hat ja keiner gesehen. Speichern. Müssen auch gucken, ob sie Geld herkriegen, ne? Muss ich ja mal bezahlen. Poolwasser, Poolfilter, Balkon. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Als wir einen Slugschläger sehen, dann müssen wir die auf jeden Fall immer gucken, dass wir den entweder töten oder beklauen. Außerdem ist es freiwillig. Also ein Hotelgäste labern immer gleich einen Stoß. Ah, da geht's auch zum Balkon, okay. Bademeister Searchan. Oh, thanks a million, Inspector. The smell cleared right up. Well, in a couple hours, the guests might even be back. Then I actually gotta start doing my job. Of course, we're not gonna get a follow-up shipment for the water anytime soon, so they'll have to content themselves on the deck. I got a little something for making my job that much less miserable. It's the key to our storeroom. If my boss asks, you never met me. Ein Schlüssel? Ich denke, wir beide wissen, dass meine Arbeit etwas mehr wert ist. I guess I can spare a few bits. And, here, this pack of smokes. Sorry, they don't really load me up with the goods. I gotta get back to it if you don't mind, Inspector. Wir auf den Balkon gehen. Muss ja irgendwas sein. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es gleich so endet. Ganz merkwürdig. Gut, kann man dann mal runter. Ne, dann nochmal hoch. Okay, ja gut. Ah. What? I'm just another hotel guest enjoying my time. Or something. No need to mind me. Der gibt doch erst zu dem Typ und quatschen mit dem. Ah! Okay, müssen wir auch erst zu dem gehen, gut. Gehen wir jetzt auf den Balkon hoch. Weil das will ich schon gerne mitnehmen. War das doch der Typ? Naja, gut, dass wir nochmal geladen haben. I saw you meander on out of the pool and into the greenhouse. Now you're here. Does that mean what I think it means? Ich habe Tweets gelesen. Sagen wir, ich bin interessiert.
Good. If you're interested in burying the pool, I'm interested in paying you. Klingt nach leichtem Geld. Ich bin dabei. Was ist dabei für mich dann? Warum planst du einen Einsteiger für einen Hotelpool? Nicht gerade ein glamouröses Ziel. Irgendwie sinnlos. Ich bin raus. Maybe not. Maybe I just want Rizzo's working relationship with Slug to implode for the benefit of Spacer's choice. But you're right. It ain't high profile. And it ain't gotta be. Any damage to Rizzo's is cause for celebration. You ain't gotta concern yourself with my spite. Consider me an average Byzantine, and I'll consider you an average contractor. Shame. Well, I hope you'll soon see Rizzo's for what they are, and help me bring them low. We'll leave it there. We're pretty good then. Scheint nichts passiert zu sein. Ach so, ja. Ja. Okay, wir laden. Wir bringen eine Daumen. Meine Güte, ich höre schon die Kommentare wieder. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei TheOuterWorlds. Tschüss. Na, hör auf zu dampfen.